Das Coronavirus ist präsent, Medikamente und Impfung noch nicht valide getestet, bestenfalls in der Entwicklung. Während die Politiker unsere Freiheitsrechte einschränken, mehr oder weniger effektive Maßnahmen beschließen und von Medizinern und Pharmaindustrie beraten wird, stellt sich uns die Frage: Was machen wir in der Zwischenzeit? Ohne die Meinung von Fachleuten und Epidemiologen, Virologen und Politikern in Frage zu stellen und die Gefährlichkeit von Covid-19 zu leugnen, könnte ein altbewährtes Hausmittel die Verbreitung einschränken und vor Ansteckung schützen? Mal abgesehen vom Infektionsverlauf und Spätfolgen, das Covid-19-Virus setzt sich zuerst im Rachenraum fest. 13% der Erkrankten haben Rachenentzündung und befällt im weiteren möglichen Krankheitsverlauf tiefere Atemwege. Bei Symptomen wie Fieber, Husten, Geschmacksverlust finden bei jeder Testung ein Abstrich am Rachenraum statt. Genau dort könnte man vorbeugen und schützen. Ein altes Hausmittel gegen Halsentzündung ist das Gurgeln mit Olivenöl. Hierbei muss man mit Ölziehen von Ölgurgeln unterscheiden. Das Ölziehen desinfiziert Zahnfleisch und Mundraum. Ölgurgeln, wie man es mit Mundwasser mittels den Kopf in den Nacken legen macht, dringt in den Rachenbereich vor. Das Gurgeln mit Öl verschleimt die Engpässe und es entsteht ein Öl-Luft-Gemisch, welches man nach dem Gurgeln in die Atemwege inhaliert. Der gereizte Bereich wäre somit mit einem geschützten Ölfilm bedeckt. Im Umkehreffekt würde man möglicherweise das Streuen des Virus einschränken, da es durch den Ölfilm blockiert werden könnte. Grundsätzlich, wir reden hier von Omas Hausmitteln und nicht von medizinisch nachgewiesenen Therapien. Um den wirklichen messbaren Erfolg des Ölgurgelns zu bewerten, müssten empirische Untersuchungen erfolgen. Hierzu kann man folgende Fragen stellen: Wie viel Infektionen bzw. Krankheitsverläufe würden eingedämmt werden, wenn eine Testgruppe alle 8 Stunden Öl gurgelt? Sinkt prozentual das Infektionsrisiko für Krankenhauspersonal, wenn es regelmäßig Öl gurgelt? Wie entwickelt sich der Rachenbereich bei einem Patienten im Krankenhaus, wenn er alle 8 Stunden Öl gurgelt, und wie ist der Verlauf der Krankheit nach 1 bis 14 Tagen? Meine Meinung: Selbstverständlich sind diese Untersuchungen derzeit noch nicht durchführbar und das Gesundheitswesen kümmert sich vorrangig um Intensivbetten, Beatmungsgeräte, Medikamente und Impfstoffe. Doch eins ist für mich sicher: Omas Hausmittel sind nicht per se schlecht. Ich persönlich gebe dem Ölgurgeln, siehe persönlichen Erfahrungsbericht, Informationen unten, eine Chance. Nebenwirkungen sind mir nicht bekannt. Abgesehen von eventuellen Allergien auf Olivenöl. Info im Text. Bei pharmazeutischen Produkten sollte ich grundsätzlich den Arzt oder Apotheker fragen. Sofern Sie Ihren Arzt noch nicht telefonisch erreichen könnten, überprüfen Sie gern meine laienhaften Überlegungen. Für jede medizinisch qualifizierte Rückmeldung wäre ich dankbar. Jan Junke. Möge die Übung gelingen.